Hallo liebe Zuschauer, heute mal die News von einem ganz anderen Ort, nicht von meiner Terrasse und nicht vor der Greenscreen. Ich befinde mich hier in Menam, sage ich mal. Ich bin darum gebeten worden, es nicht zu benennen bzw. zu zeigen, wo ich mich aufhalte. Aber hier sitze ich mit meinen Freunden sehr gerne und schaue den Sonnenuntergang nach. Wir haben also heute nicht Montag, wir haben Sonntagabend. Ja, welche Themen habe ich heute? Das ist einmal Oma, dann habe ich was zwischen Franzosen und Thailand, dann habe ich Fox, den Daniel und Führerschein hier in Thailand. Ja, ihr seht ja den Film am Montag und morgen fängt die neue Sendereihe mit Großmutter an. Da war ich heute auch noch unterwegs. Das sind insgesamt, glaube ich, 4 Filme, die daraus geworden sind. Ich habe also das umgesetzt, was ich letztes Jahr schon mal angetriggert habe, dass der Oma geholfen wird, dass das Dach repariert wird. Das könnt ihr in den nächsten Tagen euch anschauen. Ja, ich habe gemerkt, ich habe sehr aufmerksame Zuschauer. Ich will nicht sagen, dass das ein Test war, aber vor einem halben Jahr in dem Video von Fox habe ich erwähnt, dass das mit den Phalanx von Franzosen zurückkommt, und da habe ich dann eben halt gesagt, dass das eine Kolonie gewesen ist von den Franzosen, und das stimmt nicht. Das ist mir einfach durchgerutscht. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, jetzt genauer erkundigt. Es war also wirklich so, dass die Franzosen 1940 bis 1941 mit den Thailändern Krieg geführt haben, und die Thailänder haben den gewonnen. Und viele wissen ja, dass anschließend die Franzosen ja Richtung Vietnam gegangen sind und haben da den Krieg entbrannt, wo dann die Amerikaner später im Vietnamkrieg eingestiegen sind. Es stimmt also wirklich, Thailand war nie eine Kolonie gewesen, und habe das dann auch aus meinem Film rausgeschnitten. Aber Dankeschön, ich lasse mich gerne berichtigen in solchen Fällen. Dann hatte ich auch in einer meiner vorigen Filme angesprochen, dass es ja hier eine neue Fähre seit letztes Jahr gibt, die Sea Horse, wo man von hier aus bis Richtung Rayong fahren kann. Da hat jetzt vor einigen Tagen hat mich jemand besucht zum Kaffee trinken, und der ist mit der Sea Horse auch gefahren. Was ich erfahren habe, das dauert also so zwischen 15 Stunden so ungefähr, und für 2 Personen war das mit Auto, hat er 7.000 Baht bezahlt. Also ich finde, das ist angebracht, dieser Preis, wenn man ja bedenkt, ich habe ja alleine für den Sprit schon 2.500 bezahlt, plus Unterkunft und natürlich die Fahrzeit von 14 Stunden mit dem Verschleiß des Fahrzeuges muss man ja alles berücksichtigen. Was er mir auch erzählt hat, und das habe ich also jetzt auch schon mal hier bei den Fähren von Seatrain gesehen, dass die Türen verschließen, wenn die Fahrgäste aus den Fahrzeugen hochgekommen sind. Das heißt also, für mich wäre das keine Option, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Das habe ich ja schon mal erwähnt, weil Jem, der geht nicht aus dem Auto raus. Und ich kann den ja auch nicht da unten alleine lassen. Also das geht also nur, wenn man einen Schoßhund hat, mehr oder weniger, und den mit hochbringt. Aber man kommt dann anschließend nicht mehr an seine Sachen ran. Wie gesagt, ich habe das auch bei Seatrain festgestellt, nach Don Sac. Da war eine Fähre, die hatte auch die Türen verschlossen. Ob das jetzt neu ist, eine Vorschrift, weiß ich nicht. Aber man musste eben halt damit rechnen, dass man nicht mehr an seine Sachen rankommt. Ja, und wir haben noch Fox. Da muss ich mich aber ein bisschen bedeckt halten, weil ich ja auch damals mit dem Daniel einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben habe. Wir dürfen also nicht so viel sagen. Es ist also so, das ist nicht der letzte Film, der mit Daniel gemacht worden ist. Die sind momentan schon in den Vorbereitungen für den nächsten Film. Das habe ich da gehört, und ich muss auch sagen, er hat da also einen Rekorder eingeschaltet. Ich konnte also mithören, was die Redakteurin da gesagt hat. Dass zum Beispiel der Passus vom Daniel, er hat da in seinem Film erwähnt oder erwähnen wollen, dass er sein Haus verkauft.
Und ich habe ja in meinen Filmen erwähnt, und ich wurde ja ausdrücklich auch darauf hingewiesen, ich könnte das machen, dass ich Werbung für meinen Kanal machen kann. Das haben sie alles rausgeschnitten. Die sagte, die Redakteurin, wir dulden nicht, wenn die Darsteller, also wir, Eigenwerbung machen. In dem Fall war es eben halt, dass der Daniel darüber sein Haus verkaufen wollte und ich wollte meinen Kanal präsentieren. Also war das alles für nichts, muss ich sagen. Ich kann also froh sein, dass ich jetzt so da rausgekommen bin, sonst würde ich mich noch mehr ärgern, dass sie mich komplett rausgeschnitten haben. Es wäre nämlich dann so gewesen, sie hätten alles aufgenommen von mir und die Informationen zu meinem Kanal. Und das war ja auch die Abmachung, dass ich es nur mache, wenn ich Werbung mache kann im Video für meinen Kanal. Das hätten sie dann erbarmungslos rausgeschnitten. Ich hatte daraufhin keinen Vertrag gemacht, sondern das war eine mündliche Vereinbarung und kann man also vergessen. Ich würde auch kein Angebot mehr von denen annehmen. Auch wenn ich jetzt in die Phase komme, jemanden zu suchen und auch zu finden, das ist mir alles ein bisschen suspekt. Es ist kein Anreiz mehr für mich, ins Fernsehen zu kommen, wenn da schon so gelogen wird, dass man Hoffnungen bekommt und das wird schon im Vorhinein ausgeschlossen. Man wird nur nicht darüber informiert. Ja, ich wurde auch von vielen gefragt, was ist denn jetzt mit Daniel? Ja, da muss ich mich ein bisschen bedeckt halten. Also Daniel ist weiterhin auf Koh Samui. Er hat weiterhin eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Aber da ist noch wirklich einiges im Argen. Da will ich auch gar nicht groß vorgreifen, was da passiert. Daniel wollte sich dazu nicht äußern. Aber er ist erstmal hier und ist mit seiner Pin zusammen. Das ist das Wichtige, das ist nämlich ein Traumpaar. Ja, noch hier ein kurzer Hinweis zu Rollerfahren in Thailand. Das ist wahrscheinlich bei vielen gar nicht bewusst. Die meinen, die hätten also den deutschen Führerschein und da ist ja auch einbeschlossen ein Zweirad bis 50 Kubik. Wenn ihr ja hier ein Fahrzeug, sprich einen Roller mietet und die sind ja alle über 50 Kubik, ich glaube bei 125 fangen die an, und ihr habt einen Unfall, seid ihr nicht versichert, weil ihr keine Fahrerlaubnis habt dazu. Es wird hier ein Polizist nichts sagen, wenn das Fahrzeug nicht oder dieser Roller nicht eingetragen ist mit 125 oder 150 Kubik, da wird keiner was sagen. Es ist eben halt nur die Versicherung, die versuchen sich ja dann rauszureden und dann gucken die den Führerschein nach und dann sieht man eben halt, der ist ja nur für 50 Kubik zugelassen in Deutschland. Das solltet ihr noch immer im Hinterkopf halten. So, das war's. Wie ich gerade am Anfang gesagt habe, ich sitze hier mit meinen Freunden zusammen. Da hinten geht jetzt die Sonne in den nächsten Minuten unter. Wir haben hier einen schönen Tisch belegt, wo wir jetzt gleich was Leckeres trinken. Anschließend haben wir vor, nach Hause zu fahren, um da ein Barbecue zu starten, um so den Tag ausklingeln zu lassen. Mal gucken, kriege ich die Sonne drauf. Ja, da hinten ist alles überbelichtet. Ja. So, wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Wie gesagt, die Reihen von Oma kommen jetzt. Mittwoch muss ich mir was ausdenken. Da wird wahrscheinlich auch wieder ein Newsfilm kommen, weil ja jetzt die Filme vom Michael beendet sind. Freitag kommt nochmal ein Film von mir über YouTube und wie man das handelt. Und das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.